konnte mich aber an nichts erinnern. Und das ist natürlich etwas, womit ein Körper, ein Mensch erstmal umgehen muss mit einer Situation, wo man quasi fast gestorben wäre, aber keine Chance hatte. Im Prinzip, man war der Situation komplett hilflos ausgeliefert. Und das war natürlich, sag ich mal, unterbewusst, sind da so viele Sachen passiert, die einem niemand erklären kann. Lieber Nico, herzlich willkommen bei Chronisch Ehrlich. Ich freue mich total auf unser Gespräch heute. Möchtest du noch kurz etwas zu dir sagen, bevor wir eintauchen in deine Genesungsgeschichte? Es geht nämlich bei dir um Morbus Crohn und viele, viele Erkenntnisse darum. Ja, hallo Priscilla, erstmal danke, dass ich da sein darf und freue mich auf jeden Fall auf ein super nettes Gespräch. Die Einleitungsfrage, die du mir gestellt hattest, wer ich bin, ist schon so schwer zu beantworten für mich, dass ich erstmal fragen muss, okay, willst du quasi so die Standardvariante oder willst du meine ehrliche Antwort? Deine ehrliche Antwort. Das habe ich mir schon gedacht. Also wer ich bin, kann ich eigentlich gar nicht so richtig beantworten, weil, also ich würde mal fast sagen, ich bin auf der Suche nach meinem Selbst, nach meiner Bestimmung und bin noch nicht so ganz angekommen, aber würde mal fast sagen, dass die Krankheit, die du jetzt auch schon angesprochen hast, dass die so eine Initialzündung war, überhaupt erst auf die Suche zu gehen. Davor habe ich gar nicht daran gedacht, sage ich mal, mich fortzubilden und mich mit meinem Leben zu beschäftigen, auch was mich glücklich macht. Und da bin ich gerade aktuell so ein bisschen auf der Suche. Bin jetzt auf dem Weg bei Medomio gelandet. Ich war 10 Jahre lang in der Automobilindustrie, habe Fahrzeuge entwickelt und das mache ich jetzt nicht mehr seit Ende letzten Jahres und suche für die Firma Medomio nach neuen Partnern für unsere Online-Kongresse, bei denen wir auch hauptsächlich quasi über chronische Erkrankungen reden. Mhm. Ja, wow, so spannend, gell? Wo einem die Krankheit dann irgendwo hinführen kann und es tut sich so eine ganz neue Welt auf. Zuerst ist man im Schockzustand, weil man so denkt, was, ich habe mir das Leben so anders vorgestellt und dann kommt es irgendwie anders und irgendwann merkt man so, ah wow, das hat aber auch positive Aspekte. Ja, genau. Ja. Also vor allem, ich bin jetzt 32 und denke mir dann immer so, okay, die letzten 10, 12 Jahre hast du eigentlich nur immer in einem kranken Zustand gelebt. Mhm. Und wie hättest du die Welt verändern können, wenn du 100% leistungsfähig gewesen wärst? Ja? Ich habe mich im Prinzip, wie viele andere chronische Kranke halt auch irgendwie so durchgeschleppt. Ja? Ja. Und immer versucht zu funktionieren quasi im Hamsterrad irgendwie. Du musst halt quasi Geld verdienen, um dir dein Leben leisten zu können. Du musst deine Ausbildung abschließen, möglichst noch gut oder halt wirklich komplett abschließen, damit du auch was bist. So. Und das habe ich halt auch irgendwie, das hatte ich halt drin, habe mein Masterstudium selbst während der Krankheit auch noch irgendwie zu Ende gebracht. Und jetzt brauche ich es gar nicht mehr. Das ist irgendwie auch ganz im Nachhinein sehr witzig, sag ich mal. Ja, ist gut, wenn du im Nachhinein darüber lachen kannst, wie oft wir uns verstellen müssen, gell? Ja, du, was willst du anderes machen? Ja. Also irgendwie, du kannst dich drüber aufregen oder, sag ich mal, irgendwie in eine Depression abgleiten, was ich auch gemacht habe. Also ich habe quasi echt schon vieles irgendwie durch, so auf dem Krankenzettel, was man so alles ankreuzen kann. Und aber irgendwie so im Nachhinein muss ich doch irgendwie sagen, es war nicht so verkehrt, dass ich jetzt hier bin und mit dir so ein Interview führen kann. Mhm. Ja, ich freue mich auch total auf deine Geschichte und deinen Weg und auf welche Erkenntnisse du gestoßen bist. Was würdest du sagen, wann hat es angefangen, dass du gemerkt hast, oh, okay, irgendetwas stimmt mit meinem Körper nicht? Kann ich relativ gut sagen. Und zwar war das Anfang 2010, 2009, so um den Dreh rum. Ich hatte mein Bachelorstudium angefangen im Schwarzwald und dann haben so erste Symptome angefangen, so im Nachhinein, sogar noch vor dem ganzen Durchfall
kamen halt so Abgeschlagenheit dazu. Ich war ständig müde, habe mich immer so ein bisschen erkältet gefühlt, war so leicht fiebrig, also so, das kennen wahrscheinlich auch nur Leute, die mal so eine Krankheit hatten, dass man quasi denkt, man hätte Fieber, aber das Thermometer sagt halt irgendwie nichts aus, aber irgendwie es glüht einem der Kopf und man fühlt sich irgendwie ganz seltsam. Und so im Nachhinein weiß ich, dass sich da schon einiges angedeutet hatte. Ja, die Durchfälle und, sage ich mal, die Probleme im Enddarmbereich, die kamen dann erst mit der Zeit, als ich halt irgendwie, ja, ich hatte öfters Durchfall, dann hockst du in der Vorlesung und willst natürlich nicht ständig aufs Klo rennen, du verdrückst es. Ja. Und im Nachhinein auch völlig logisch, dass sich dann sowas wie ein Abszess oder so bildet, weil der Körper will die Sachen loswerden. Durchfall ist immer, sag ich mal, ein wichtiges Symptom, das sagt, okay, raus damit. Ja. Und natürlich, sag ich mal, kämpfst du als jemand, der auch das gar nicht so richtig verstanden hat, du kämpfst halt dagegen an. Und so haben sich einfach viele Situationen ergeben, wo ich das halt ja quasi verdrängt und verhebt habe. Und dadurch haben sich eben Abszesse und Fisteln gebildet. Und das war so eigentlich das komplette Studium, hatte ich da eigentlich immer Probleme. Ja. Ja, es ist auch so ein Schockzustand, weil man rechnet ja nicht damit. Du fängst ein Studium an, du hast eine Vorstellung von deinem Leben, jetzt bin ich erwachsen, jetzt mache ich die und die Sachen, danach kommt das. Und dann passiert so etwas und ich sage immer, das alleine schon ist ein Trauma. Das ist ein Unfall, ohne dass du einen Unfall hattest. Du kannst es dir nicht erklären, du rennst von Arzt zu Arzt. Es gibt wie nichts Greifbares. Das heißt, dieses Trauma verstärkt sich die ganze Zeit, weil du auch keinen Namen dafür findest und keinen Umgang, keine Hilfestellung. Und dann natürlich versucht man es zu verdrängen. Das ist ja das Beste, in dem Moment mal zum Überleben und weiterzumachen und einfach die Ziele, die man sich vorgenommen hat, zu beenden. Und dass sich dann da die Krankheit noch mehr manifestiert, ich glaube, das kann wirklich jeder chronisch Kranke erzählen, dass wenn man dann im Nachhinein zurückblickt, denkt man so, oh nein, warum habe ich einfach weitergemacht? Warum habe ich nicht Pause gedrückt? Aber das ist eben wie ein Unfall, der passiert da. Ja, das ist auch lustig, dass du das Thema Trauma und Unfall ansprichst, weil ich hatte 2008 sogar wirklich einen recht heftigen Unfall, was mich dann im Nachhinein auch, sage ich mal, dazu brachte, dass ich sagen würde, okay, das war so auf jeden Fall ein Auslöser, ja, weil die ganzen Folgen halt unmittelbar danach gekommen sind, ja. Ja. Und, dass sich das eigentlich so wie zeitverzögert dann im Körper manifestiert hat. Genau, ja. Also vielleicht kann ich das auch ganz kurz anschneiden. Also es war eben 2008 ein Disco-Besuch und ich war feiern mit einem Kumpel in der Disco und irgendwann mal so um 12, ja, bin ich so leicht angetrunken aus der Disco raus und dann kam halt irgendwie so ein Nackenschlag. Also jetzt nicht quasi im physischen Sinne, sondern es ist einfach so, okay, danach weiß ich einfach irgendwie gar nichts mehr. Ja. Und das nächste, was ich halt weiß, okay, ich bin in der Notaufnahme in der MRT-Röhre. Wow. Und es müsste irgendwie so in den Morgenstunden gewesen sein, so zwischen 5 und 6. Ja. Mich hatte dann im Prinzip ein in Anführungszeichen kein Obdachloser, aber einer, ja, der, sag ich mal, nachts Zuflucht in einem Heim eben hatte, und der ist halt an diesem Ort, wo ich lag, ist er vorbeigelaufen, ganz zufällig. War in einem Park, quasi Anfang des Winters, hat zum ersten Mal geschneit und ich lag dann eben so mit 34 Grad Körpertemperatur, kam dann später raus, lag ich halt so da und er hat mich im Prinzip gefunden und den Notarzt angerufen. Wow. Also im Glück, im Unglück dann quasi. Und das war natürlich ein extremer Schock, ein extremes Schocktrauma für den Körper. Ja. Also es hat sich auch nie gezeigt, was da passiert ist. Also es war niemand da, es gab keine Zeugen. Und ich wusste selber auch nichts. Ja. Im Prinzip Gehirnerschütterung, Schädelbasisbruch. Also ich war echt ordentlich fertig, sage ich mal, und konnte mich aber an nichts erinnern. Und das ist natürlich etwas, womit ein Körper, ein Mensch erstmal umgehen muss mit einer Situation, wo man quasi fast gestorben wäre, aber keine Chance hatte. Im Prinzip, man war der Situation komplett hilflos ausgeliefert. Und
Und das war natürlich, sag ich mal, unterbewusst sind da so viele Sachen passiert, die einen niemand erklären kann. Ja. Mhm. Und das war sicherlich eine der Initialzündungen, dass es dann später auch so, ja, ein halbes, dreiviertel Jahr später auch solche Symptome gehabt hat. Ja. Das heißt, du bist dann da im Krankenhaus aufgewacht und dann wurde dir das erklärt, also diese Geschichte und dieser Filmriss, aber du weißt eigentlich bis heute nicht, was dir zugestoßen ist. Nee, das ist halt auch, also ich habe auch schon mal versucht, über Hypnose mit jemand daran zu arbeiten, aber es ist halt ganz, ganz schwer, an sowas Tiefsitzendem ranzukommen. Ich glaube, ich hatte so 1,4 Promille oder sowas. Also auch nicht wenig, aber auch jetzt nicht so, dass man sagt, okay, der hat sich jenseits aus dem Leben geschossen oder sowas. Aber ja, also im Nachhinein hat sich das nie irgendwie ergeben, dass man da eine Erklärung für fand. Und irgendwie muss ich mich damit auch abfinden. Ja. Also es stand auch immer so im Raum, dass diese schweren Verletzungen, dass jemand da mitgewirkt hat. Ja. Also dass die nicht einfach nur so durch einen Sturz entstanden sind. Ja, weil also das Felsenbein war gebrochen, das ist der härteste Knochen im menschlichen Körper, da geht der Hirnnerv durch. Und also die ganze rechte Seite war halt sehr malträtiert, sage ich mal. Und da muss man halt, sage ich mal, das so akzeptieren, dass es halt so passiert ist. Und sicherlich werde ich, wenn ich irgendwann mal noch zu irgendeinem spirituellen Menschen komme, der sagt, okay, ich schaffe es, an solche Sachen ranzukommen oder sowas, dann werde ich das noch versuchen. Aber aktuell liegt da kein Fokus mehr. Ich habe es lange versucht, auch in mich reinzuhören, was da noch alles so drin steckt. Aber es ist sicherlich noch eine Baustelle, die ich so habe. Ja, ich finde das mega spannend, was du erzählst in dieser Zusammenhang. Ich bin gerade ein sehr großer Fan von dem Buch Wenn der Körper Nein sagt von Gabor Mate. Kennst du das Buch? Kenn ich nicht, nein. Ich lege das wirklich gerade allen ins Herzen, weil dieser Arzt das irgendwie geschafft hat, diese neuesten Studien zu zeigen, was ist passiert, wenn ein Mensch ein Trauma erlebt hat in Bezug auf den Darm, aber auch Krebsbildung. Aber er hat da auch ein ganzes Kapitel über den Darm und auch so wie ich mit dem Reizdarmsyndrom oder so wie du mit der Diagnose Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa, wie über 80% der Betroffenen eigentlich ein Traumata vorab erlebt hatten. Und da beschreibt er aber auch, das muss jetzt nicht unbedingt ein Kriegstraumata sein oder ein Verkehrsunfall. Das kann wirklich auch auf emotionaler Ebene sein. Aber spannend, bei dir war es jetzt wirklich so ein körperlicher Unfall, der passiert ist oder Angriff oder Übergriff. Und ja, wie unser Körper dann arbeitet und eben sagt, hey, ich bin aus dem Gleichgewicht und ich brauche auf einer anderen Ebene Hilfe. Aber wie kann man das wissen? Ja, wir haben das ja nicht gelernt. Also niemand bringt uns bei, schau, wenn das und das passiert, kann sich das im Körper manifestieren. Ja. Also ich versuche mich gerade in deine Geschichte hereinzuversetzen. Du wachst also auf, du weißt das alles, du sagst, okay, jetzt bin ich zusammengeflickt, alles ist gut, mein Studium geht weiter. Und dann merkst du nach einem Jahr, aber es ist nicht alles gut, und zwar fangen diese Durchfälle an. Ja. Aber die Verbindung, die wir beide darin jetzt sehen, die habe ich damals natürlich gar nicht gesehen. Ja, genau. Jetzt mittlerweile habe ich auch ein paar interessante Gespräche geführt und habe halt auch gelernt, dass in so einer lebensbedrohlichen Situation für den Körper der Körper versucht, alle mögliche verfügliche Energie irgendwie freizusetzen, um quasi zu überleben. Und wenn er quasi keine Möglichkeit hat, die Energie irgendwie frei zu lassen in einem Kampf oder in irgendwas anderem, dann kann sich so eine Energie eben auch sozusagen vielleicht in einem Organ manifestieren. Genau, ja. Und das deckt sich auch so ein bisschen mit dem, was du gesagt hast. Und das habe ich natürlich in meinem Studium oder sowas, damit habe ich mich überhaupt nicht beschäftigt. Ja, ich war feiern, ich habe ein bisschen studiert, sage ich mal, ja, aber ich habe halt irgendwie versucht, das Leben so zu genießen und irgendwie so durchzukommen.
war auch ehrlich gesagt nicht gut zu meinem Körper. Ja, das muss ich auch sagen. Ich glaube, die meisten Studenten sind auch nicht wirklich gut zu ihrem Körper. Ja, also wenn sie richtig studieren und auch, sage ich mal, die Partys und so mitnehmen, dann ist der Körper jetzt nicht unbedingt so hohe Priorität. Ja. Und dann schaut man sich aber auch um und denkt sich, okay, hey, alle saufen sich die Hucke weg und feiern wie verrückt, nehmen Drogen noch. Und so, das hab ich nicht wirklich gemacht. Aber trotzdem hat keiner die Probleme, die ich habe. Ja. Und das waren schon, das ist so ein ständiger Gedanke, was unterscheidet mich, der sogar noch während dem Studium, trotz der Partys auch versucht hat, sich immer ordentlich zu ernähren, also jetzt nie wirklich die ganze Zeit so Pizza und Döner gegessen, sondern das halt auch immer selber zu Hause gekocht hat und so. Was unterscheidet mich von jemand, der quasi alles genauso macht, nur halt eben nicht so eine Erkrankung hat. Und da hat es schon so ein bisschen angefangen, dass ich mir dachte, okay, irgendeine andere Ursache muss es da schon noch haben. Aber wie wir es vorher auch schon so angedeutet haben, wenn man in so einem Trott drin ist, vor allem wenn man in dem System chronische Erkrankung drin ist, bei verschiedenen Ärzten von einem zum nächsten geschickt wird, dann machst du dir da nicht wirklich groß Gedanken. Da hast du gar keine Zeit mit, weil du musst arbeiten, studieren, und dann im Prinzip musst du noch irgendwie versuchen, die Symptome unter Kontrolle zu bekommen mit verschiedensten Medikamenten und so. Und dann ist das auch alles so ein bisschen in den Hintergrund gerückt, dass ich mich mit der ganzen Sache auch tiefer beschäftigt hatte. Ja. Im Prinzip habe ich Hilfe gesucht. Also weil das ist so, okay, ich habe jetzt mein Studium und sag ich mal, ich bin krank und suche eben Hilfe bei einem Arzt, weil der hat es studiert. Und deswegen ist es auch seine Aufgabe, quasi mir zu helfen. Ja, und das war lange Zeit so eine Denke, wo mich in eine ziemliche Einbahnstraße gebracht hat im Nachhinein, muss ich sagen. Weil das ist eben so eine von meinen Grunderkenntnissen, dass sich der Körper immer selbst heilt und ein Arzt im besten Falle die Rahmenbedingungen für eine Heilung verbessern kann, wenn er es denn tut. Ja. Aber ja, letzten Endes hat mein Körper sich immer selbst geheilt. Ja. Was waren denn die ersten, also wie bist du zur ersten Diagnose gekommen, als du zu den Ärzten gegangen bist, und was wurde dir als Hilfestellung angeboten? Also am Anfang hat man so vage die Diagnose Morbus Crohn. Das war damals ja im Krankenhaus in Ludwigsburg. Ich bin damals immer wieder von Schwarzwald in meine Heimat gefahren, und da hat man so zum ersten Mal gesagt, ja, es mutet so eines Morbus Crohns an, eben wegen diesen Abszessen und teilweise diesen Fisteln. Und ja, das war so das erste Mal, dass ich das so gehört hatte, aber auch wirklich nicht viel damit anfangen konnte. Also bis es die ersten Medikamente gab, hat es eigentlich relativ lange gedauert, muss ich sagen. Also die ersten Medikamente gab es dann erst vielleicht so 2013 oder so. Also erst gegen Ende des Studiums hat man dann angefangen mit Klassiker, Mesalazin, Budesonide, also Cortison, solchen Sachen, einfach ein bisschen versucht, da die Entzündung zu unterdrücken. Ist dann aber alles nicht besser geworden. Je mehr Medikamente ich genommen habe, desto schlimmer ist es eigentlich geworden. Ja. Also kein Medikament hat mir da langfristig quasi Linderung verschafft. Und es war halt auch nicht quasi so einen Weg, okay, ich gehe jetzt zu einem Arzt und bleibe jetzt bei dem, sondern ich bin bei dem einen Arzt, der verschreibt mir das und das Medikament, okay, es funktioniert nicht, er ist überfragt, kann nicht viel mit mir anfangen, kann mir nicht helfen, okay, ich gehe zum nächsten. Und dementsprechend war ich bei 3, 4 unterschiedlichen Gastroenterologen, die halt alle maßlos mit mir überfordert waren. Ja, selbst ein Gastro in Stuttgart, bei dem ich dann letzten Endes lange in Behandlung war, hat irgendwann gesagt, ja, also ich hatte noch nie so einen schlimmen Fall dann letzten Endes von der Colitis ulcerosa, weil eben der ganze Dickdarm dann letzten Endes entzündet war, und auch das nichts geholfen hat. Ja. Ja, das war dann eben dann irgendwie so der Auslöser, dass man gesagt hat, okay, man geht auf so einen Biologika, auf so ein richtig starkes Immunsuppressiva. Da hatte ich eben zuerst Adalimumab, heißt das, glaube ich, Humira,
und dann Remicade. Das habe ich so von 2015 bis 2018 hatte ich das bekommen. Im Prinzip eine Infusion, die dein gesamtes Immunsystem drosselt. Und das war so das erste Mal nach so 5, 6 Jahren, dass ich auch, sag ich mal, von den Symptomen her Linderung hatte. Also ich habe wieder Gewicht zugenommen, konnte Sport machen und habe das Ganze auch irgendwie dann so ein bisschen vergessen, sage ich mal. Wie oft nimmt man das ein? Also normalerweise kriegt man so eine Infusion alle 8 Wochen. Mhm. Hat bei mir aber nicht so richtig funktioniert. Am Ende waren wir bei alle 4 Wochen eine Infusion. Und ja, damit kam ich dann aber auch relativ gut über die Runden. Also war halt kein Vergleich also in Bezug auf die Sachen mit Cortison und so. Ja, also wo ich mit Cortison behandelt wurde, das war dann eben so Ende 2014. Da war das dann alles so schlecht. Ich habe so viel Blut verloren, dass ich quasi in die Notaufnahme gekommen bin und 2 Bluttransfusionen bekommen hatte, weil ich halt echt wirklich so viel Blut verloren hatte. Und das war halt dann auch echt krass. Das war im Robert-Bosch-Krankenhaus in Stuttgart. Das war, ich möchte jetzt keine Namen nennen, aber der behandelte Professor dort war im Prinzip in Deutschland eine der größten Kapazitäten, was Morbus Crohn so angeht. Ja. Und selbst der konnte nichts weiter, als mir halt nochmal ein neues Medikament verschreiben. Und das war damals, war das im Prinzip, ich weiß jetzt den Namen nicht mehr genau, aber es ist so ein Medikament, was du kriegst, wenn du eine Organtransplantation hast, dass dein Immunsystem nicht die neuen Organe angreift. Das ist auch so eins von den Medikamenten, das auch gerne mal gegeben wird bei Colitis ulcerosa. Ja. Ist dann aber auch nicht besser geworden. Und dann, wie gesagt, nee, hat dann kurzfristig, war es ein paar Tage besser, aber dann hat man, ja, wie schon erzählt, dann bei dem anderen Gastro in Stuttgart hat man dann dieses Immunsuppressiva, dieses Humira dann genommen und damit ist es dann besser geworden. Aber als ich damals in Stuttgart im Krankenhaus war halt wirklich war ein Doppelzimmer und der Kollege nebendran, der hat halt quasi so 40 Zentimeter Dickdarm entfernt bekommen. So. Und dann denkst du dir auch so, okay, krass, das ist also, wenn ich so weitermache, dann wird es mir so gehen, weil das ist aktueller Stand der Schulmedizin. Ja? Wenn man nicht weiß, warum der Darm entzündet ist, dann schneidet man ihn weg. Und für viele mag das auch Linderung verschaffen und ich habe jetzt keinen Kontakt mehr mit dem, aber ja, ich sehe es halt oft in Erfahrungsberichten, auch in Videos, dass das halt auch nicht, sag ich mal, komplette Heilung verspricht. Ja, also die Leute haben danach immer noch Probleme und halt teilweise auch andere Probleme. Ja. Und da hatte ich dann schon enorme Angst, dass ich sage, okay, ja, Mann, so will ich eigentlich nicht enden. Und dann war ich eben auch deswegen so glücklich, dass dieses andere Medikament geholfen hatte, dass ich einfach irgendwie so gesagt habe, okay, jetzt, wenn sich das alles wieder erholt hat, dann werde ich mich mal damit beschäftigen, mit der Ursache. Aber jetzt will ich erstmal wieder, sag ich mal, zu Kräften kommen und ein bisschen wieder einen normalen Alltag für mich erleben. Ja, das ist natürlich, wenn man so viel Zeit mit Krankheit durchlebt, dann hat man keinen normalen Alltag und freut sich, wenn man nur mal eine Woche normal essen kann, nicht ständig aufs Klo rennen muss. Und dieser Zustand, den wollte ich halt erstmal auch genießen. Hab dann, ja, mich ein bisschen also habe mich in der Arbeit verloren auch so, weil ich halt gemerkt habe, okay, ich bin wieder leistungsfähig, habe dann mehr gearbeitet in meinem Beruf und so. Ja, und das lief dann so bis 2017. Also insgesamt, wie viele Jahre ging das gut mit diesem Medikament? Also mit dem Medikament würde ich so sagen, so 2,5 Jahre. Ja, okay. Ja. Und was kam dann 2017? Na, dann hatte ich bei einer Skiausfahrt mit Kollegen, mit meiner alten Firma, hatte ich auf einmal relativ starke Kopfschmerzen. Das hat sich auf der Hinfahrt schon angedeutet. Aber was macht man, wenn man Kopfschmerzen hat? Man nimmt halt Schmerzmittel. Und je mehr Kopfschmerzen man hat, desto mehr Schmerzmittel nimmt man. Und ja,
die Schmerzen haben sich dann quasi ja schon so über 2 Wochen haben die sich eigentlich gezogen. Ja. Also es hatte sich vor der Skiausfahrt schon so ein bisschen angedeutet, habe mich dann irgendwie halt immer so durchgeschleppt. Und ja, als ich dann zurück war, ging es noch so ein paar Tage gut und auf einmal hatte ich teilweise neurologische Aussätze. Also ich weiß noch, dass ich mit meiner damaligen Freundin, oder immer noch Freundin, aber die war damals frisch meine Freundin, dass ich halt quasi beim Frühstück war und auf einmal Wortfindungsstörungen hatte. Mhm. Und das kannte ich halt vorher auch noch nicht. Und in Kombination mit den Kopfschmerzen, ja, hätte ich jetzt so im Nachhinein, hätte ich ja schon so ein bisschen wach werden können. Ja. Aber das ging dann noch, ja, es hat dann gedauert, ich habe noch 1, 2 Tage oder sowas mit diesen Wortfindungsstörungen, dass ich irgendwann mal quasi in meine Wohnung gelaufen bin und auf einmal merke ich, okay, ich spüre meine Beine nicht mehr und fliege um. Also ich merke, okay, ich fliege um und das war halt schon so ein richtig krasser Moment, wo ich halt wirklich mit dem Leben, in der Sekunde mit dem Leben abgeschlossen hatte, ja, weil ich merke, okay, ich habe keine Kontrolle mehr über meinen Körper, nur noch so über die Arme, habe mich noch versucht, so ein bisschen irgendwie so zu schützen, aber habe gemerkt, okay, jetzt gleich ditche ich auf den Boden, das hat sich alles so wie in Zeitlupe angefühlt, okay, scheiße, woran denkst du jetzt, das ist deine letzten paar Sekunden, denk nochmal an deine Freundin, denk nochmal an deine Familie oder sowas und dann war ich halt auf dem Boden und war bewusstlos, ja. Krass. Und bin da wieder zu mir gekommen und habe es noch geschafft, meinen Vater anzurufen, ein bisschen was ins Telefon gestammelt. Hat zumindest gereicht, dass er sich Sorgen gemacht hat und dann sofort gekommen ist. Ja, und dann fing halt auch so eine Odyssee an, so mit diesen verrückten Kopfschmerzen und diesem, ja, eigentlich einen Schlaganfall, was das war. Ja. Ja. Und hat aber, ja, ich glaube auch wieder so 2 Wochen gedauert, bis man in den verschiedenen Kliniken, ich war in 2 oder 3 Kliniken dann auch noch, bis man rausgefunden hat, dass es eine Sinusthrombose war. Und wie alt warst du da zu dem Zeitpunkt? 2017. Jetzt 32 minus 5, ist das richtig, oder? Genau, ja. Okay. Ja, das Ja. ist mega jung, ja. Okay. Ja, also vollkommen untypisch für eine Ja. Sinusthrombose. Ja, also die ganze Diagnose, ich kann das jetzt auch nicht alles, das würde den Zeitrahmen sprengen, aber es war eben eine langwierige Odyssee. Bei einem jungen Menschen, da geht so eine Diagnose nicht sonderlich schnell. Also das war ja, sage ich mal, sehr langwierig. Und sie wurde relativ spät erkannt und dann dachte man, okay, wir geben jetzt so ein bisschen Blutverdünner und dann schicken wir ihn erstmal in Reha. Ja. Und auf dem Weg in die Reha hatte ich im Prinzip massive epileptische Anfälle. Also weil dieser Thrombus in der Vene noch nicht aufgelöst war, sondern im Prinzip immer noch die Blutzufuhr zum Gehirn gestört hat und auch auf gewisse Gehirnareale gedrückt hat, die gestaute Vene. Bis zum Status Epilepticus, also ist im Prinzip der Status, dass der Körper nicht mehr aus dem epileptischen Anfall rauskommt. Ja. Da hatte man das war damals, also die Reha hätte damals in Geilingen passieren sollen. Auf dem Weg dorthin ist es dann quasi passiert. Und dann wurde ich in die Klinik in Singen gebracht, wo es dann eben zu diesem Status Epilepticus kam. Und da hat man eben keine andere Möglichkeit, als den Körper in ein künstliches Koma zu versetzen, dass er eben aus diesem Krampfzustand wieder rauskommt. Ja. Ja, das ging dann so 5, 6 Tage bis zur Aufwachphase. Und ja. Okay. Und was war die Erklärung für den Grund? Ja, als ich damals in Singen entlassen wurde in die letztendliche Reha, hat der damalige behandelnde Chefarzt, da stand es eben an, okay, ich hatte mehrere Wochen keine Infusion bekommen von dieser, und ich hatte mir eben eingeredet, okay,
ohne die Infusion fängt mein Darm wieder an zu bluten. Und das Ja. ist das Einzige, wo ich irgendwie dran denken konnte, okay, ich habe das jetzt alles überlebt, aber ich will in dieser Krankheitsphase jetzt nicht noch quasi Darmprobleme haben. Und Ja. deswegen habe ich damals in der Klinik noch darauf bestanden, dass ich diese Infusion dort bekomme. Und der Arzt hat damals eben gesagt, ja, er gibt mir die Infusion, wenn ich das will. Also er hat dieses Medikament besorgt dann, aber hat schon gesagt, ja, Herr Stephan, ich habe da kein gutes Gefühl, Ihnen das Medikament zu geben. Er hat selber wohl recherchiert, dass es unter dem Medikament zu Sinusthrombosen kommen kann. In ganz seltenen Fällen, eine von 1 Million, aber vielleicht war ich eben der eine Fall von der 1 Million, der eben Pech gehabt hätte. Und da bringt dir die geringe Wahrscheinlichkeit auch nichts. Ja. Nee, ja, und vor allem mit deiner Vorgeschichte, dass du die Medikamente nie gut vertragen hast. Und das zeigt ja auch dann schon wieder eine Historie, wir sind so individuell, jeder Körper ist anders und ja. Ja, das Blöde war im Prinzip, dass ich es nicht verstanden habe. Ja. Ich habe den Wink des Schicksals nicht verstanden, sondern habe das Medikament weitergenommen bis 2018. Wieder im Skiurlaub, also es ist auch so im Nachhinein auch wieder so skurril, dass wieder im Skiurlaub mit meiner Firma exakt 1 Jahr später ich auf einmal anfange, ja, so teilweise schizophrene Züge anzunehmen. Ja? Also ich hatte teilweise Psychosen. Ja. Also in dem Moment wusste ich nicht, dass es Psychosen sind. Ja? Ich habe einfach nur ganz verrückte Gedanken gehabt. Ja? Und alle um mich herum dachten, okay, was ist jetzt auf einmal mit dem los? Und ich war aber irgendwie der Meinung, was ist mit euch los? Ich bin doch völlig normal. Ich will nur allen Leuten helfen. So, ich hatte unfassbar das Bedürfnis, alle Menschen zu unterstützen. Habe irgendwie auf allem angefangen zu kellnern, weil ich gesehen habe, das Personal ist überfordert und so. Und ich war unfassbar habe mir eingebildet, ich müsste ganz, ganz hilfsbereit sein. Und das kam allen anderen irgendwie komisch vor, weil ich halt vorher nicht so war. Also nicht, dass ich irgendwie nicht gerne Leuten helfe, aber das war halt schon, sage ich mal, untypisch. Ja. Und letzten Endes, ich weiß nicht, könntest du dir mal, oder auch die Zuschauer können sich mal den Film Feuer im Kopf anschauen auf Netflix. Der zeigt so meine Geschichte in der Light-Version. Also es ist im Prinzip eine Enzephalitis, eine Gehirnentzündung, die sich dort gebildet hatte. Und dadurch eben diese Anfälle von Schizophrenie. Ja. Und das heißt, wenn diese Anfälle kommen, du hast es dann nicht gespürt, du hast dich einfach anders benommen und das Feedback der anderen Menschen waren dann irgendwie anders, oder? Es war gar keine Anfälle, das war einfach mein komplettes Wesen hatte sich verändert. Ja, ich habe auf einmal versucht, irgendwie total kreativ die Probleme der Welt zu lösen und sowas. Und alles andere war mir scheißegal. Ich wollte unbedingt wissen, womit ich die Menschheit wieder auf einen richtigen Weg bringen kann. So. Aber es klingt irgendwie nett. Natürlich. Ja, also verkehrt war es sicher nicht. Ja. So im Nachhinein glaube ich nicht, dass der Gedanke an sich so krank war. Aber in den ganzen Kontext war das für meine, es war natürlich nicht nur der Gedanke. Ja. Ich hatte auch das Gefühl, ich kann mit Menschen über Gedanken kommunizieren. Ich kann spüren, was du denkst, und ich kann spüren, was du willst, und ich kann dir helfen, wie du deine Wünsche so erreichst. Ich habe einfach irgendwie so ein bisschen was gespürt, dass es zwischen den Menschen noch mehr gibt als die verbale Kommunikation. So. Und das ist natürlich, wenn du Stimmen hörst, bist du schnell in der Klapse. Und da bin ich letzten Endes dann auch gelandet in der geschlossenen. Ja, das ist auch ist auch gar nicht so einfach ist natürlich jetzt abfällig gesagt. Ich will da auch niemand zu nahe treten, der sowas auch mal durchlebt hat. Aber ich war halt wirklich, wirklich viele Tage lang in der geschlossenen Psychiatrie. Und wenn du halt, es war auch eine sehr unbefriedigende Situation, wenn du merkst, irgendwas stimmt nicht mit dir. Also das habe ich natürlich auch selber gemerkt. Ja. Aber bist auch wieder bei Ärzten
Und die Ärzte wissen nichts Besseres, als dich mit Medikamenten vollzustopfen. Das ist einfach der Klassiker, ja. Psychopharmaka rauf und runter, Tavor, ich weiß gar nicht mehr, auf wie vielen unterschiedlichen Psychopharmaka ich zeitweise war. Also das, auch damals hat der behandelnde Chefarzt von der Psychiatrie gesagt, okay, er weiß einfach nicht mehr weiter. Ich habe jetzt von zig Medikamenten irgendwie die Höchstdosis erhalten, auch extrem süchtig machende Medikamente. Und ja, es wird halt einfach nicht besser. Das ist, ja, war auch eine sehr, sehr verrückte Zeit. Ja. Und in dieser Zeit, das würde mich jetzt interessieren, von der Diagnostik her, sind Sie dann in dem Gespräch auch mal zu deinem Unfall gekommen, den du erlebt hattest? Also die ganze Historie hat ja im Prinzip nicht interessiert. Das Problem war halt, okay, wir haben hier jemand, der dreht am Rad und war vorher noch normal. Und wie schaffen wir es jetzt wieder irgendwie, den normal zu machen? Und das war ja auch, sage ich mal, das war ja an sich nicht verkehrt, der Gedanke. Ja. Hätte ihn nichts gebracht, sage ich mal, jetzt da meine Vergangenheit irgendwie zu beleuchten, weil ich war ja teilweise auch hochaggressiv. Ja, also ich war sehr emotional. Ich habe mich nicht verstanden gefühlt. Und wenn du in der Psychiatrie bist, wo alle Leute um dich rum irgendwie immer nur dir irgendwelche Medikamente verschreiben und sich nicht wirklich mit dir als Mensch beschäftigen, sondern es halt immer nur den Psycho sehen, dann fühlst du dich wahnsinnig unverstanden und hilflos. Und so habe ich mich halt auch in der Situation gefühlt. Das Interessante war halt, dass man ein paar MRTs gemacht hat von meinem Gehirn. Wenn jemand eine psychische Erkrankung hat, dann macht man MRT-Aufnahmen. Und über 3, 4 MRT-Aufnahmen, was halt auch nicht wenig ist, 4, 5 MRTs waren es am Ende dann mit Kontrastmitteln, hat man dann so eine kleine Stelle gesehen im Gehirn, die entzündet war. Am Anfang hat man die noch wenig gesehen, aber über den Verlauf, über die mehreren Wochen, wo ich da war, hat man halt gesehen, okay, da gibt es eine entzündete Stelle und die wird größer. Okay. Und dann hat man im Prinzip gesagt, okay, hey, alle Medikamente helfen nichts, die Symptome sind immer noch da, werden sogar schlimmer. Ich denke mal auch wegen den Medikamenten, die ich bekommen habe. Und dann hat man im Prinzip gesagt, okay, wir können uns das anschauen, was diese entzündete Stelle ist. Und dann hat man im Prinzip eine Hirnbiopsie gemacht und hat das Ding untersucht und es war halt dann eben entzündetes Gewebe. Also nicht viel, ja. Also ist auch ganz lustig, man sieht das noch von der Kamera hier. Wurde im Prinzip hier die ganze Schädeldecke runtergeklappt und wurde hier reingebohrt und dann so ein kleines, ich sag mal, erbsengroßes Stück quasi vom Gehirn entfernt. Ja. Ist auch super spannend, dass man so mit Echtzeit 3D-Scans in dem OP-Raum quasi so ein kleines Stück aus dem Gehirn rausholen kann. Ja, also fand ich super faszinierend im Nachhinein. Aber dadurch wurde eben die Diagnose Autoimmunenzephalitis gestellt, was ja auch schon wieder ganz witzig war, also ganz, ganz spannend ist, weil man halt, es war keine bakterielle Enzephalitis, sondern es ist eine Autoimmunenzephalitis. Ja, also wieder irgendwas, was mit dem Immunsystem zusammenhängt. Ja. Und Behandlung war relativ neutral. Also danach wurde einfach intravenös relativ hochdosiert Cortison gegeben, um diese Entzündung zu bekämpfen. Und dann sage ich mal, ja gut, war es relativ lange Reha. Bei beiden Erkrankungen war es eine sehr lange Reha auf jeden Fall. Aber dadurch war das Ganze dann irgendwie, sage ich mal, auch abgehakt. Also man hatte das halt gefunden, die Ursache. Ja. Aber auch da stand in einem Zwischenbericht drin, dass diese Autoimmunenzephalitis auf jeden Fall irgendwie in Verbindung mit dem Remicade stehen muss, mit dem Immunsuppressiva. Ja. Wow. Im Entlassbericht stand es nicht mehr drin. Oh. Hey, aber wenigstens hast du ein Dokument, wo es noch gezeigt wird. Also oft werden da dann tatsächlich die Zusammenhänge weggelassen. Das habe ich nicht mitbekommen. Also auch da wurde das, also
wenn man so eine Situation hat mit so einem jungen Patienten, das wird natürlich, da gibt es dann Tumorboards, die das quasi besprechen, was ganz viele verschiedene Ärzte mit ganz vielen unterschiedlichen Fachexpertisen und die sind in dieser Runde auf jeden Fall zu dem Entschluss gekommen, dass das Medikament eine Rolle gespielt haben könnte. Ja. Und es war dann, sag ich mal, der zweite Weckruf, dass ich eben gemerkt habe, okay, krass, das war jetzt das zweite Mal der Schlag ins Gesicht so mit dem Vorschlaghammer, wo das Schicksal dir gesagt hat, okay, hey, beschäftige dich mit der Ursache. Ja. Noch ein drittes Mal machst du das nicht mit. Das wird nicht hinhauen. Und danach habe ich eben im Prinzip angefangen, mich mit Ernährung, mit Darmreinigung, Darmsanierung, ganz vielen verschiedenen Erfahrungsberichten von Menschen, die das halt auch geschafft haben, trotz so einer Diagnose ohne Symptome zu leben. Und ja, seitdem befinde ich mich auf der Reise der Gesundung, sag ich mal. Also man kann ja nicht sagen, dass man gesund ist, aber ich bin relativ symptomarm, aber ich bin noch nicht am Ende meiner Reise, sag ich mal so. Ja. Wer ist das schon? Ja, eben, genau. Ja, das ist so, ja, definitiv so. Also ich glaube auch, dass ich noch nicht 100% gesund bin, weil ich dann einfach aufhören würde, noch nach so Sachen wie jetzt gerade Trauma, was du am Anfang angesprochen hast. Ich hätte aufgehört, danach zu suchen. Ich hätte gedacht, okay, es hängt einfach nur mit dem Darm zusammen. Ich ernähre mich gesund und dann hat sich die Sache. So, ja. Und dadurch, dass es eben dann nicht vorbei war, sondern dass ich immer noch nicht so 100% gesund war, zeigt mir einfach mein Körper und vielleicht auch das Schicksal, dass ich da weiter forschen muss. Ja. So sehe ich das. Ja, es ist einfach ein Weg, ein sehr krasser Weg, der einen sehr, sehr verändern kann. Du hast gesagt, du hast dann einfach viel recherchiert und eben Darmreinigung gemacht, Ernährung umgestellt. Und hast du das dann alles online rausgefunden oder wo waren so deine Informationsquellen? Ja, also wirklich, wirklich viel online, weil es das Internet auch einfach wahnsinnig viele, also es gibt viel Quatsch, aber es gibt auch viele Leute, die auch, sag ich mal, in derselben Situation sind und viele Sachen ausprobieren. Ja. Und mein Weg war dann auch im Prinzip einfach so, ich habe ganz viele Berichte, ich habe mir natürlich auch Bücher gekauft, aber für mich war jetzt zum Beispiel so ein Autoimmunprotokoll oder so nicht der Gamechanger, wo ich sagen muss, okay, das hätte mir jetzt, das war jetzt für mich die Lösung, sondern ich musste halt viele verschiedene Sachen kombinieren. Ja, also wirklich Darmreinigung, verschiedene Säfte. Ich habe auch mal, ich glaube, so 5-6 Wochen lang komplett nur Rohkost gegessen, weil ich das halt auch mal ausprobieren wollte. Ich muss wirklich sagen, in der Zeit ging es mir gesundheitlich am besten. Also, aber es ist halt einfach für mich aktuell nicht umzusetzen. Ja, dafür bin ich ein viel zu sozialer Mensch und genau, will das Leben auch irgendwo genießen. Ja, es ist auf der seelischen Ebene schwierig, ja. Aber körperlich ist es natürlich mega, ja, die Rohkostdiät. Aber ich schaffe es auch nicht von meiner Persönlichkeit, ja. Ja, mega spannend. Was würdest du sagen, wie ernährst du dich jetzt im Moment? Was ist so die Momentaufnahme? Also ich bin jetzt in Berlin. Ja, also ich bin Anfang des Jahres nach Berlin gezogen und in meiner alten Heimat, da war es relativ einfach, sag ich mal, zu Hause zu sein und regelmäßig zu kochen, weil es gab halt keine wirklichen gesunden Alternativen. Mittlerweile hier in Berlin haben wir ja schon viele auch gesunde Alternativen, aber natürlich weiß ich auch da nicht, was sie in der Küche so alles treiben. Ja, deswegen, ich ernähre mich aktuell viel von Kartoffeln. Also immer noch relativ viel Rohkostgemüse. Ich esse wahrscheinlich zu viel Obst, ja, aber ich merke auch einfach, mein Körper braucht den Zucker. Gerade dein Hirn, oder? Braucht doch jetzt die Glucose, um sich erholen zu können. Also. Ja. Und ich höre mittlerweile halt einfach auch sehr auf meinen Körper. Ich bin jetzt nicht dogmatisch und sag mir, okay, da hat jetzt irgendjemand was in sein Buch geschrieben, dass ich das und das essen soll. Ich versuche bei allem, was ich esse, davor einfach zu sagen,
okay, ich gehe in mich und sage, okay, habe ich Lust auf das? Und wenn der Körper sagt, ich habe Lust auf das, dann esse ich das auch. Aufgrund meiner ganzen Diätversuchen, Darmreinigung und was weiß ich was, habe ich schon gar keine Lust mehr auf eine käsetriefende Pizza oder sowas. Ja. Aber esse natürlich so auch mal ein Stück Pizza oder was weiß ich. Aber es ist natürlich tagtäglich hauptsächlich Obst und Gemüse und ja, wenig Fleisch, eigentlich so gut wie gar keins mehr, weil meine Freundin auch Vegetarierin ist. Schon seit sie 8 oder sowas ist. Und sie ist auch kerngesund, wirklich. Also immer wenn irgendwie Leute sagen, okay, wie kann man nur von Pflanzen leben oder sowas, nee, guckt euch meine Freundin an, die macht es schon seit sie ein kleines Kind ist, weil sie einfach nicht will, dass Tiere sterben. Und sie ist auch, sag ich mal, super gesund. Und das glaube ich mittlerweile auch so, wenn ich Lust habe auf ein Stück Fisch oder sowas, dann kaufe ich mir das. Aber ich hatte auch schon lange keine Lust mehr. Also, und dann gucke ich natürlich, wenn ich tierische Produkte kaufe, dann natürlich nur also wirklich absolut beste Qualität. Also Fleisch habe ich zum Beispiel jetzt nur von einem Jäger bei uns im Ort, also in der Heimat gegessen, wo ich halt weiß, wo die Sachen herkommen und wo das Tier auch keinen langen Leidensweg hinter sich hat. Aber ich habe halt auch gemerkt in der ganzen Zeit, nach der Ernährungsumstellung auch auf Rohkost, ich kann auch sehr gut, sehr lange Zeit ohne Fleisch leben. Ja. Und deswegen forciere ich das jetzt nicht mehr so. Wenn es mir über den Weg läuft und, sage ich mal, auch angeboten wird, wo ich einfach sage, okay, da habe ich jetzt Lust drauf oder sowas, dann würde ich das machen. Aber ich würde jetzt nicht in einem Restaurant gehen und mir ein Stück Fleisch bestellen oder sowas. Weil ich es halt auch einfach nicht nachvollziehen kann, wo das Zeug herkommt. Ja, gerade auch beim Fisch ist es ja gerade mit den Schwermetallen, also gerade wenn man an Entzündungen mit dem Darm oder Gehirn gelitten hat, ist ja Schwermetalle so ein Thema auch. Aber mein Kilo-Eimer Chlorella ist fast leer, ich brauche wieder einen neuen. Also es ist wirklich, weil es ist wirklich, also ich habe definitiv Schwermetallbelastungen auch von höchstwahrscheinlich, sage ich mal, von Amalgamfüllungen von meinen Eltern noch mitbekommen. Aber wahrscheinlich auch durch Fischkonsum während dem Studium, da hat mich das alles nicht so interessiert. Ja, man hat es auch nicht gewusst, gell? Ja, natürlich, klar, mittlerweile mit der Zeit, kriegst du so viele Informationen und sage ich mal, darfst dich dann aber auch nicht verrückt machen. Das ist auch sowas, wo ich mir irgendwie sage, okay, wir leben einfach in der modernen Welt, wir leben nicht mehr in der Steinzeit, in einem traditionellen Umfeld und wir müssen irgendwie lernen, hier so zu überleben. Aber es gibt halt einfach Möglichkeiten, wie man dem Körper die ganze Situation ein bisschen einfacher machen kann. Ja. Und deswegen, also Chlorella tut mir von Anfang bis jetzt super gut. Also ich merke immer, dass mein Darm, dass mein Stuhl wesentlich besser ist, wenn ich Chlorella nehme. Ja. Aber auch da natürlich nur Indoor-Chlorella und nicht irgendwie belastetes Zeug. Aber ja, es ist halt egal, wo du hinguckst, in welche Richtung, das ist voll, also da irgendwann platzt dir der Kopf wirklich, also auf was du alles achten könntest. Ja, ich sage immer, es ist wichtig, dass man sich für einen Heilungsweg entscheidet und dann da dran bleibt, solange es einem gut tut. Ich hatte mich in die Ernährungsweise nach Anthony William verliebt und da ist es ja der Schwermetall-Entgiftungssmoothie, den kennst du bestimmt auch. Ja. Und dann hat man diese Routine und das hilft einem auch, einfach dran zu bleiben und zu sagen, ja, die Sachen habe ich immer in den Schränken und das, weil sonst, wenn man ja immer wieder sich mit was Neuem beschäftigen muss, das ist auch super anstrengend. Ja, also bei Anthony William gibt es auch viele Kritiker mittlerweile, die das halt auch, weil er sehr dogmatisch ist in seinen Sachen. Aber ich muss zum Beispiel sagen, ich habe mit Selleriesaft auch nur gute Erfahrungen gemacht eigentlich. Ja, also die Anfangsreaktionen waren sehr heftig. Ja, aber so mit der Zeit gewöhnt man sich schon irgendwie dran. Und also mein Gott, natürlich sind da irgendwelche Oxalate oder was weiß ich was drin. Aber es ist bei allem so, wenn du dir aus einem Lebensmittel einen bestimmten Teil mit rausnimmst und sagst, der ist schlecht. Ja. Also die Natur ist so komplex, hat so viele, auch in einem Sellerie sind so viele andere Stoffe mit drin. Deswegen,
also das immer nur auf eine einzige Zutat irgendwie zu reduzieren, ist meiner Meinung nach auch nicht so der richtige Weg. Für mich. Ja, voll. Und was ich ein guter Punkt finde, ist, dass du den Dogmatismus ansprichst. Den spreche ich nämlich immer in meinen Videos auch an. Ich weiß nicht, ob du dir schon ein paar angeschaut hast. Und Ja, habe ich, ja. die Sache ist ich glaube, dass Lehren oder Personen, die eine Lehre machen, die gehen so eine Richtung, gell? Die stehen dafür und das ist natürlich der heilige Gral. Und ich denke, es ist so wichtig, was wir draus machen. Also was ich als Priscilla draus mache, nehme ich das dann so dogmatisch und wenn ich abweiche, dann verurteile ich mich, dann bin ich einer Sekte. Oder nehme ich es und nehme das Positivste raus, das, was mir Spaß macht und komme ja in dieser Selbstfürsorge dann, in diese Heilkraft. Aber ja, das ist immer bei Gesundheitsthemen auch immer die Gefahr, dass es zu dogmatisch werden kann. Ja, also da bin ich auch mittlerweile sehr von weg. Also es ist halt auch alles so ein Prozess. Ja, du hast immer neue Erfahrungen, du lernst neue Menschen kennen, kriegst neue Einblicke, ja, und dann entwickelst du dich weiter. Und deswegen bin ich so dankbar für die ganze Situation, weil ich mich dadurch unfassbar weiterentwickeln konnte. Ja. Also wenn ich jetzt so im Nachhinein schaue, ich wäre ja auf diese ganze Ernährungsgeschichte, ich hatte nie so auf meinen Körper geachtet. Wenn ich einfach nur mit meiner Ausbildung als Produktdesigner, wenn ich das alles beruflich so weitergemacht hätte, ja. Ich würde jetzt noch eben Fahrzeuge entwickeln, so was nicht schlecht ist. Ich will das nicht irgendwie schlecht reden. Aber ich für mich habe irgendwie so gemerkt, okay, ich kann mit solchen Sachen oder jetzt auch mit den Kongressen oder vielleicht in Zukunft auch mit persönlichen Coachings, wo ich vielleicht gerne machen würde, ich kann so halt Menschen helfen, die vielleicht noch nicht so krasse Erfahrungen gemacht haben wie ich und sie hoffentlich auch nicht machen müssen. Und wir schaffen ja auch durch solche Formate hier auch eine enorme Möglichkeit zur Prävention, ja, dass sich die Leute eigentlich einfach frühzeitig mit solchen Sachen beschäftigen. Ja. Weil 2010 gab es bei mir also auch wirklich nur, sag ich mal, dieses Spektrum im Internet war sehr, sehr begrenzt, was es an Informationen gibt. Einfach, ja? Ja. Also und die waren halt teilweise von irgendwelchen Verbänden, wo halt auch immer gewisse Interessen dahinter stehen. Ja, genau. Und mittlerweile hat man halt so viele Möglichkeiten. Hätte ich damals die Möglichkeit dieses Internets gehabt, mit so vielen Erfahrungsberichten weltweit, dann ehrlich gesagt, weiß ich nicht, ob ich es dann genutzt hätte. Aber als ich mit dem Studium damals angefangen hatte, 2009, 2010, habe ich noch ICQ benutzt und so. Also es war halt eine andere Zeit. Und mittlerweile muss man echt dankbar sein, dass man so viele Möglichkeiten hat, das Internet zu nutzen. Ja. Für sich. Ja. Also man kann im Prinzip seinen eigenen Weg finden, nur durch Recherche, durch Ausprobieren. Ja. Was würdest du als ermutigendes Abschlusswort mitgeben für jemanden, der jetzt an Morbus Crohn leidet oder Colitis ulcerosa? Also erstmal würde ich den Menschen meine Sichtweise sagen, dass sie sich nicht mit der Krankheit identifizieren müssen. Also ich sehe das ganz oft auch in den Foren, dass sie den Krankheiten Namen geben und das ist dann ihr Weg, mit der Krankheit umzugehen. So. Aber ich muss für mich sagen, also meine Krankheit ist nicht mein Gegner und auch nicht mein Begleiter. Ja, es sind diese Krankheit, die Krankheit ist im Prinzip mein Zustand und die Symptome sind der Hinweis darauf, was mit mir falsch ist. Ja. Und beim Darm gibt's auch, sage ich mal, eine Geschichte dahinter, warum, sage ich mal, man Sachen nicht verdauen kann. Ja. Und da vielleicht sich auch so ein bisschen damit beschäftigen, okay, das betreffende Organ, für was steht das Organ und was wir mit dem Symptom eigentlich sagen, weil das ist auch bei mir eben der Fall, dass es ganz gut passt, was mir mein Organ mit dem Symptom eben sagen will. Ja. Und also ich finde es immer wichtig, die Leute zu motivieren, dass sie rauskommen aus einer gewissen Opferrolle, weil ich hatte jahrelang so eine Opferrolle und habe halt gesagt, okay,
ja, ich habe jetzt die Krankheit und bin bestraft und ich werde das mein Leben lang haben. Und das ist halt das, was dir teilweise auch Ärzte immer noch sagen. Ja, sie haben diese Krankheit ihr Leben lang. Und damit hast du den Stempel auf dem Kopf. Ja? Also damit schaust du in den Spiegel und du glaubst diese Person im weißen Kittel und glaubst, dass du die Krankheit ein Leben lang haben wirst. Und das ist meiner Meinung nach eine ganz schwierige psychologische Folge, die daraus entsteht. Ja? Weil du im Prinzip sagst, okay, das ist jetzt so und daran kann ich nichts ändern. Und damit muss ich halt irgendwie umgehen. Ja, dann holst du dir vielleicht sogar noch, ich habe auch so Hinweise bekommen, einen Schwerbehindertenausweis oder sowas, ja. Und dann hast du es wirklich, wirklich schriftlich, so, dass du jetzt, und du kriegst noch einen Schlüssel dazu, dass du schnell auf die Toilette rennen darfst. Und wie gesagt, ich will die ganzen Maßnahmen und so nicht schlecht reden, aber aus meiner Erfahrung heraus ist das, ich muss eine Diagnose, ich muss die nicht, sag ich mal, insofern akzeptieren, dass ich mich damit identifiziere. Ja. Weil ich habe es dir am Anfang gesagt, ich weiß noch nicht wirklich, wer ich bin, aber ich bin nicht aber ich bin ganz sicher nicht einfach nur der Morbus Crohn hat. Also irgendein so ein lateinischer Begriff, mit dem man sowieso nicht viel anfangen kann. Ja. Also ich finde es immer, meiner Meinung nach sollte man sich nicht mit einer Krankheit identifizieren, sondern das akzeptieren als eine Aufgabe. So, das war mein Weg. Ich habe das als, sag ich mal, eine Aufgabe, aber auch als eine Chance wahrgenommen auch. Ich habe jetzt mein Leben verändert. Ich bin aus einer Arbeit heraus, die mir längerfristig auf jeden Fall keinen Spaß mehr gemacht hätte und mache jetzt, wo ich auch zu 100% dahinter stehe. Ja. Ja. Und deswegen ist das so ein bisschen so die Quintessenz daraus, dass eine Krankheit natürlich eine enorme Bürde ist. Aber mein Bewusstsein hätte sich ohne diese Erkrankung nie so entwickelt wie jetzt. Ja, das ist die schönste Erfahrung, ja, dass wir... Und natürlich ist das für jemand, also sowas kann ich meinem Ich vor 5 Jahren, da hätte ich wahrscheinlich hätte ich gesagt, hey, was laberst du für ein Mist? Ja. Und das, also deswegen, das ist immer die Sicht hinterher. Ja? Also nicht hinterher, aber sag ich mal, wenn man durch eine schlimme Zeit gegangen ist, dann macht es einen auch viel, viel stärker. Ja? Also ich muss mich auch jeden Morgen, sag ich mal, dazu zwingen, glücklich zu sein, weil man einfach so viele Jahre lang morgens aufgewacht ist und sich schlecht gefühlt hat und das irgendwie so akzeptiert hat als einen normalen Zustand. Ja. Aber eigentlich muss man jeden Morgen dankbar sein, wenn man die Augen geöffnet hat, weil es gibt ja, ich glaube, es sind 100.000 Leute, die jede Nacht quasi einfach nicht mehr aufwachen auf der Erde, ja. Und du kannst einfach morgens froh sein, wenn du einer von denen bist, oder eine von denen bist, die es halt geschafft hat, aufzuwachen. Ja. Und das ist so banal. Nein, ja, ist es nicht. Das war sogar das letzte Interview, was ich auch geführt habe mit einer, die sich auch von Morbus Crohn geheilt hat. Und sie hat gesagt, das Ausschlaggebende war tatsächlich zu sagen, ich bin dankbar und ich bin glücklich. Und sie hat sich einfach dafür entschieden, jeden Tag ganz, ganz bewusst. Und das macht natürlich auch hormonell etwas. Das ist mega wichtig für unser Körper und unser Immunsystem. Also finde ich das ja ein sehr schöner Schluss, den du da mitgibst. Also einerseits die Akzeptanz der Erkrankung, aber nicht die Identifikation damit. Und das anzunehmen als Geschenk, um sich weiterentwickeln zu können. Genau. Vielen Dank, dass du uns deine Geschichte erzählt hast, Nico. Wir sind ja jetzt schon 1 Stunde dran. Ich weiß, die Zeit geht mega schnell rum. Ja, ja. Aber vielen, vielen, vielen Dank. Das ja so eine schöne Geschichte. Danke, dass du dran geblieben bist, dass du auf dein Herz gehört hast und dass du es weiterhin machst. Ich bin auch mega gespannt, was sich noch entwickelt. Und danke auch für deine jetzige Arbeit. Das ist super wertvoll. Ja, danke. Auch dasselbe kann ich einfach nur zurückgeben. Ja. Danke für das Format und weiterhin viel Erfolg für euch. Danke, Nico. Ja, und vielen Dank, dass ihr auch dabei wart. Und ich möchte Nikos Abschluss einfach auch nochmal dir sagen. Er hat sogar gesagt, er zwingt sich jeden Morgen zur Dankbarkeit und zum Glücklichsein. Und das ist doch mal ein guter Zwang.
Vielleicht ist morgen, wenn du aufwachst, zwing dich einfach dazu und schütte die tollsten Hormone aus, die es gibt für dein Immunsystem. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dann. Ciao!